Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FEC Top 1000 Global Ranking. Heute gucken wir uns wieder an, wie der FEC so abschneidet, wie viele Maximallevel-Charakter haben wir schon und was ist eigentlich gerade so die beliebteste Klasse. Gibt es da Unterschiede? Gibt es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ist eigentlich alles schon vorbei? Zuallererst wollte ich einen kurzen Blick auf die normale Rangliste werfen, bevor wir in unseren Ranking-Snapshot und den Vergleich zum Vormonat gucken. Und zwar wollte ich hier herausfinden, wie viele Superheroes es mittlerweile eigentlich gibt, weil ich habe tatsächlich noch keinen einzigen gesehen und es scheint auch nur einen zu geben. Und der Grund dafür, warum mich das interessiert hat, ist ganz einfach, weil ja viele Leute so langsam ein bisschen das Gefühl vermitteln, naja, irgendwie sind sie schon fertig und so und wissen jetzt gar nicht mehr so wirklich, was sie noch tun sollen. Ja, also kenne ich jetzt ein paar zumindest, ja, die auch immer mit ihrem Equipment so ein bisschen zu Recht auch irgendwo prahlen, weil sie halt, wie gesagt, schon echt heftig dabei sind. Ultimate plus 10 und nur noch Schmuck oder so plus 10 machen. Und das war es eigentlich so ungefähr. Und dieses allgemeine Gefühl der, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch tun soll, vermitteln. Und deswegen dachte ich jetzt, okay, wenn das wirklich so schon einige Leute das Gefühl haben, kann es ja sein, dass es schon einige Superheroes gibt, aber ja, anscheinend nicht. Das andere, was mich interessiert, ist, mit welchem Level kommt man eigentlich in die Top 1000, beziehungsweise wie viele Charakter auf Maximallevel gibt es denn mittlerweile eigentlich? Und die Antwort darauf ist, mit Level 186 kommt man aktuell noch in die Top 1000. Allerdings geht es dann schon schnell auf 187 hoch, und zwar hier schon bei 957 gerade. Und es gibt noch keine 1000 Level 190er, 688 sind es aktuell. Das sehen wir hier in unserem Ranking-Snapshot. Ich habe jetzt hier ein bisschen rangezoomt, nicht irritieren lassen. Wenn wir jetzt gleich wenn wir jetzt gleich mit dem Vormonat vergleichen, dann verschwindet hier das Entry-Level in die Top 1000, aber das ist jetzt für das heutige Video nicht so wirklich relevant. Was uns jetzt vor allem wieder interessiert ist denn, wie schneiden die Klassen der Beliebtheit ab? Und ehrlich gesagt habe ich da eigentlich schlechte Nachrichten für alle, die kein Fan von Knight sind. Denn Knight ist jetzt mit dem letzten Monat nochmal komplett davongezogen, also jegliche Hoffnung auf ein Comeback von Blade unter anderem ist ehrlich gesagt eigentlich einfach vorbei. Also wir können uns jetzt hier einfach mal die Zahlen angucken. Wir haben aktuell in den Top 1000 192 Ringmaster, 129 Psykeeper, 77 Jester, 68 Billposter, 153 Elementoren, 104 Blades, 68 Ranger und 209 Knights. Was bedeutet das? Das bedeutet schlichtweg, dass Billposter und Ranger gerade auf dem letzten Platz der theoretischen Beliebtheit oder zumindest der Beliebtheit in den Top 1000 hängen. Es bedeutet, Ringmaster ist aktuell nicht die am stärksten vertretene Klasse in den Top 1000, was tatsächlich auf keinem einzigen anderen Server der Fall ist. Gut, es liegt hauptsächlich daran, dass die Server auch so alt sind, muss man natürlich dazu sagen. Aber normalerweise ist Ringmaster immer die am stärksten vertretene Klasse und das ist jetzt tatsächlich gerade nicht mehr der Fall. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn wir es mit dem letzten Monat vergleichen, mit dem 24.06., wo ich das letzte Video aufgenommen habe. Nämlich, was sehen wir jetzt hier? Wir haben zwei Extremwerte, oder eigentlich drei Extremwerte. Zwei, die hochgegangen sind und einer, der runtergegangen sind. Also erstmal sind 61 Ringmaster aus den Top 1000 rausgeflogen. Wenn ich mich an einer Erklärung versuchen darf, würde ich persönlich einfach behaupten, es sind jetzt sehr viele Leute mit ihrem Main Character Level 190 und viele Leute haben nicht so eine krasse Prio auf ihrem RM. Also viele Leute leveln halt mit ihrem RM, auch immer schön fleißig mit Party auf Schaden und Healen und bla 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 oder AOEen oder was auch immer. Aber sobald der Main Character 190 ist, und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr typisch, dann hören die meisten Leute auf zu leveln. Und das heißt, der Ringmaster hängt dann irgendwo fest auf Level 171 bis, sagen wir, 85 so ungefähr. Also für die super faulen Leute ist der Ringmaster 19 Level drunter und für die Leute, die fleißig waren, ist er irgendwo zwischen 1 bis 10 Level drunter. Und das heißt aber, dadurch, dass das Entry-Level in den Top 1000 jetzt ja bei 186 liegt, dass dein Ringmaster 186 sein müsste und deswegen sind, denke ich, so viele rausgefallen. Und das wiederum hat er die ganzen Main-Charakter nach oben gepusht und das heißt, jetzt aktuell müssten wir ein richtig gutes Bild davon bekommen, was gerade so aktuell gespielt wird, was die Leute so gerade auf dem FEC geil finden, welche Klassen da gepusht werden und gibt uns eben auch ein neues Beliebtheitsranking, das letzten Monat tatsächlich noch anders aussah. Und zwar haben wir auf Platz 1 mit einem 30er Push den Knight. Also er war letzten Monat schon Platz 1 und im Monat davor glaube ich auch. Im ersten Monat oder im ersten Ranking vom FEC war es richtig knapp zwischen Blade und Knight. Das ist mittlerweile komplett weg, weil Blade leider 18 Spieler verloren hat und Knight so viele dazu bekommen hat, dass es jetzt ja doppelt so viele Knights wie Blades gibt in den Top 1000, was echt heftig ist, vor allem wenn man sich die Equipmentpreise überlegt.
ergibt das tatsächlich gar nicht mal so ultra viel Sinn. Genau, und haben jetzt 209 Knights eben auf Platz 1. Auf Platz 2, wenn man den Ringmaster da mitzählt, mache ich normalerweise nicht, aber da er jetzt aktuell nicht mal auf Platz 1 ist, denke ich, können wir ihn auf jeden Fall mitzählen. Auf Platz 2 liegt gerade der Ringmaster mit 192. Dann haben wir auf Platz 3 den Elementor mit 153. Auf Platz 4 den Psykeeper mit 129. Auf Platz 5 den Blade mit 104. Auf Platz 6 den Jester tatsächlich. Ja, Jester auf Platz 6, das hat man auch lange nicht mehr gehört oder lange nicht mehr gesehen. Mit 77. Und Billposter und Ranger teilen sich gerade den letzten Platz. Also wer jetzt Platz 7, Platz 8 ist. Ich würde sagen, Billposter eher Platz 8, weil Billposter jetzt die ganze Zeit letzter war. Und Ranger ist jetzt erst neu dazugekommen. So weit hinten im Ranking. Aber letztendlich teilen sie sich den letzten Platz. Also Platz 7, Platz 8 geht an Billposter. Und Ranger, Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade Jester gesagt. Ranger meinte ich eigentlich, Verzeihung. Und der Unterschied ist halt echt heftig. Also das ist das, was ich auch schon die letzten Monate jetzt echt gesagt habe. Jedes Mal, also klar, Knight ist jetzt komplett davongezogen. Ich meine, der ist ein ganz eigenes Ding. Dann Ringmaster sowieso, wie immer. Es gibt viele Main-Ringmaster, aber halt natürlich auch viele doppelte Charakter. Dann haben wir ein ziemlich solides Mittelfeld, das vor allem von Magiern geprägt ist. Psykeeper und Elementor. Blade würde ich sagen, ja gut, der hat jetzt halt einen schlechten Monat hinter sich. Die minus 18 sind schon heftig. Ich denke, das werden wir jetzt so eher nicht nochmal sehen. Und dann haben wir halt die 3 Schlusslichter, die jetzt auch wirklich schon länger eher von der Beliebtheit her schlecht performen. Billposter, Jester und eben Ranger, der vor allem vom letzten Update sich immer noch nicht erholt hat. Er wurde jetzt gebufft, also Ranger bzw. Crackshooter wurde jetzt ja gebufft im Endgame. Was ja offensichtlich auch nötig war, weil ich meine, der hat so rapide an Beliebtheit verloren. Offensichtlich hat da gameplay-technisch was nicht gepasst, weil ich meine, wenn du dein Leben lang Fan von von Ranger bist oder auch von Ringmaster, dann wirst du ja nicht plötzlich aufhören. Es sei denn, du bist so unzufrieden, dass du einfach keine Lust mehr daran hast. Und ich meine, wenn jemand so unzufrieden ist, von jetzt auf gleich oder so, dann scheint ja irgendwas auch nicht zu funktionieren und deswegen sind diese Buffs, denke ich, auch mehr als gerechtfertigt. Ob das jetzt wirklich was ändert, ist halt die Frage. Also ob die Leute jetzt deswegen alle zurückkommen und wieder Ranger spielen, das bleibt abzuwarten. Wird sich jetzt auf dieses Ranking im FEC 2026 wahrscheinlich gar nicht mehr so krass auswirken können, weil dieses Ranking wird bald mehr oder weniger in Stein gemeißelt sein, sobald wir mal die 1000 Leute auf Level 190 haben. Und dann wird sich da leider nicht mehr so viel ablesen lassen und auch nicht mehr so viel bewegen. Aber Quintessenz ist, Knight ist jetzt die unangefochtene Nummer 1, also Ringmaster, wie gesagt, zählen wir ja normalerweise sowieso nicht wirklich mit. Und das heißt, Knight hat aktuell einen Vorsprung von 56 vor dem Platz 2, der aktuell an Elementor geht. Ich glaube, das ist auch das erste Mal gefühlt, dass Elementor auf Platz 2 ist. Der hat den Psykeeper mal mit sowas von überholt und in den Staub fressen lassen. Aber ja, momentan ändert sich da noch recht viel, finde ich auch sehr spannend und ja, hat mich sehr überrascht, dieses Ranking, also hätte ich jetzt nicht mit so vielen Veränderungen tatsächlich gerechnet, die letzten Male waren es ja doch eher kleinere Veränderungen, die ja auch immer in die ähnliche Richtung gegangen sind und diesmal haben wir, wie gesagt, doch relativ viel. Insgesamt sind übrigens 449 190er dazugekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das schon gesagt habe. Das heißt, es erreichen schon sehr viele Leute noch 190 auf dem FEC und sehr viele Leute sind noch am Grinden. Aber man muss ja dazu sagen, es ist der FEC. Wir haben jeden Monat XP-Event. Wir haben permanent die Red Flask, den Basis-Bonus, XP-Bonus und so weiter. Also man levelt auf dem Server so unfassbar schnell. Kailun ist ein sehr lukratives Levelgebiet. Sehr gute Spawns. Wir haben sehr viele Channel. Die Mobs geben sehr viel XP. Es gibt Level-Methoden, es gibt sehr viel Level-Service, es gibt die Tower-Methode bei den Hellhounds, also es wird gelevelt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich finde schon, dass man da hätte erwarten können, dass nach 3 Monaten tatsächlich mehr Leute auf 190 sind. Andererseits spiele ich auch jeden Tag und ich bin selber nicht 190, ich bin nicht mal in der Nähe davon, von dem her ja, muss ich da natürlich ein bisschen aufpassen, was ich hier sage, aber ich bin hier nur der Beobachter in der Rangliste. Genau. Und ja, bei den anderen Servern, sage ich mal, wir sehen hier die Veränderungen, +3, -6, -2, -4. Also wenn wir uns die Basis-Server anschauen, die Original-Server, da verändert sich halt wirklich leider gar nichts. Also da sich hier die Zahlen anzugucken der letzten Monate, ganz ehrlich, das ist relativ uninteressant und ja, also ich meine, dass 73 neue Leute auf Lawolf Maximallevel erreicht haben, ist natürlich cool. Auf den anderen Servern sind es entsprechend anteilig weniger, ja. Also Borodeng zum Beispiel +9, Totemia +12 und so weiter. Aber
naja, ich meine, wie gesagt, da ist halt momentan gerade auch Sommerpause oder nicht nur Sommerpause, sondern FEC-Pause. Das heißt, da kann halt auch jetzt einfach nicht so viel passieren. Wobei sich das jetzt auch wieder ändern wird, weil wir uns ja ganz viele neue Dailies bekommen, die auch richtig heftig XP geben. Also vor allem die Tower Dailies sind richtig krass. Man schließt die super schnell ab und sie geben super viel XP. Das heißt, auch hier könnte sich tatsächlich in den nächsten 30 Tage relativ viel tun, weil man jetzt wieder passiv super viel XP jeden Tag bekommt, ohne dass man überhaupt leveln gehen muss. Und wenn man natürlich zusätzlich noch levelt, dann ist es jetzt noch leichter als jemals zuvor, hier gute Fortschritte zu erzielen. Und ja, das war das Beliebtheitsranking. Aktuell auf dem FEC, wie gesagt, Knight auf Platz 1 und den Abschluss machen Bill Poster und Ranger. Ist, glaube ich, auch nicht so oft gewesen, dass wir 2 Klassen auf dem letzten Platz haben. Das normale Beliebtheitsranking einzublenden, macht es, denke ich, nicht so viel Sinn, weil da hat sich jetzt einfach, ja, wie gesagt, nichts getan. Also man sieht hier plus 10, minus 7, minus 17. Ich meine, gut, okay, minus 17 ist tatsächlich relativ viel, aber naja, eigentlich nicht. Wenn man sich zeitgleich 9 Server anschaut, dann ist das eigentlich nicht wirklich viel. Genau. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Live-Universe-Video wiedersehen. Schaut auch gerne im Livestream vorbei. Ich bin jeden Abend live. Twitch-Links dazu in der Videobeschreibung. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.